Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf EU20. Dort habe ich vor kurzem Stufe 300 erreicht. Ja, und ich hatte hier auf dem Server ein kleines Mini-Projekt, was ich verfolgt hatte. Und zwar wollte ich hier absolut gar keine Pets spielen, bis ich Stufe 300 erreicht habe. Das haben wir jetzt erreicht, fast sogar Stufe 301. Und ja, da vielleicht manche von euch wissen, dass die Pets bzw. die Habitate von den Pets quasi nicht statisch sind, so wie die Dungeon XP, die, egal welche Stufe ihr habt, immer die gleiche XP bringt, sondern die Pet-Habitate eben abhängig sind von eurem Level. Das heißt, je höher ihr im Level seid, desto mehr XP bekommt ihr auch durch die Pet-Habitate. Ja? Das Ganze geht höchstwahrscheinlich so weit wie auch die XP-Kurve geht, bis 393. Das heißt, bis dahin könnte man sich die Pets aufbewahren, würde ab der Stufe die höchste Erfahrung bekommen aus den Pet-Habitaten und danach würde wahrscheinlich auch wieder die Erfahrung abflachen, was man aus den Habitatkämpfen hier eben gewinnt. Das Ganze habe ich in der Praxis noch nicht so getestet, aber es soll wohl auch so sein, dass das Ganze halt eben mit der XP-Kurve halt eben so zusammenhängt und ja, das wäre mir jetzt auch persönlich ein bisschen zu lange, bis fast Stufe 400 hier weiter zu spielen, nur um das mal so auszutryen. Ja, ich wollte heute meine sozusagen Pet-Dungeon-Pause mal auflösen und gucken, was wir hier so jetzt bekommen mit der XP, die wir jetzt hier durch die Habitate eben bekommen. Ja? In der Unterwelt ist mein Gladiator momentan gerade auf Stufe 14. Mir fehlt nicht mehr viel, dann könnte ich ihn fast auf 15 knallen, aber ein paar Seelen, wirklich nicht mehr viel, fehlen mir hier noch. Das heißt, ja, morgen oder übermorgen könnte ich wahrscheinlich den Ausbau starten und dann hätte ich auch den Gladi auf Stufe 15, würde ja die Pets nochmal ein bisschen mehr boosten und wir würden vielleicht noch ein bisschen mehr vorankommen. Aber ja, wir sind auf jeden Fall jetzt gleich Level Up. Da können wir dann auch mal sehen, wie das Ganze hier noch weiter skaliert mit der XP, beziehungsweise wie viel wir durch die Habitate bekommen. Deswegen auch mal ganz cool zu sehen, wie viel man jetzt auf Stufe 300 bekommt und dann auf Stufe 301. Deswegen gehen wir einfach mal rein ins erste Habitat und wir bekommen hier, ich screenshotte mir das einmal ganz kurz, ja, pro Dungeon 22,8 Millionen XP pro Habitat. Und wir sind jetzt Stufe 301, ja, und haben hier jetzt eine neue Stufe erreicht und jetzt können wir gleich den nächsten machen. Ich bin gespannt, wie viel wir jetzt insgesamt hier an Level machen, beziehungsweise überhaupt, was wir hier kriegen. Und jetzt sehen wir hier schon, okay, wir kriegen hier auf einmal von 22,8 jetzt auf 23,1 Millionen XP. Ne? Das ist jetzt halt eben der Unterschied zwischen einem Level, was wir jetzt hier bekommen, und wie gesagt, das Ganze geht wahrscheinlich so hoch, wie halt eben auch die Goldkurve hochgeht. Ja, deswegen, man hätte das Ganze noch ein bisschen länger so machen können. Wie gesagt, das Ganze ist natürlich nicht effizient oder sollte man so spielen, aber ich finde es halt mal ganz witzig zu gucken, wie weit wir jetzt halt eben an XP-technisch durch die Pets halt eben kommen. Ne? Und genau, jetzt sieht man hier, wir kriegen die ganze Zeit halt eben diese 23,1 jetzt halt eben, ne, und können halt dadurch noch easy ein paar Level machen mit allen Habitaten, die wir halt eben so legen können. Ja, ich hatte jetzt mich auf ein Pet immer fokussiert pro Habitat, habe das halt eben auf 100 gezogen, um halt jetzt eben so ein bisschen daraus so meinen Profit zu ziehen. Das war so ein kleines Mini-Projekt hier, was ich auf dem Server mit so gemacht hatte. Einfach nur, weil ich den Server halt eben auch just for fun spiele hier so und wahrscheinlich auch relativ zeitnah aufhören werde. Ja, jetzt gucken wir mal 23,1. Jetzt haben wir ein Level up gemacht und jetzt kriegen wir 23,3 Millionen XP. Ne? Und man müsste wirklich mal austesten, wie viel XP man bekommt. Auf der höchsten Stufe, sag ich mal, pro Habitat. Und da könnte man dann auch easy wahrscheinlich ein paar Level machen. Aber 393, da befindet man sich sowieso schon in der Dungeon-Pause. Und dort ab der Stufe wäre es dann nicht empfehlenswert,
erst anzufangen, Dungeons zu pushen. Deswegen hebt man sich die ja auf, weil man in dem Levelbereich eben am meisten XP bekommt. Deswegen wäre es ja unklug, da dann relativ schnell dann draus zu flüchten, sag ich mal. Ne? Jetzt sind wir bei 23,5 Millionen. Wir kriegen immer mehr XP, ja, aber wir kommen hier natürlich auch nicht mehr sehr viel weiter bei den Pets, sind aber mittlerweile schon auf Stufe 303. Ja, also die kleine Pet-Dungeon-Pause hat uns auf jeden Fall ein bisschen XP gebracht, das ist ganz cool, ein paar Level beschert, ne? Aber wie gesagt, wahrscheinlich alleine schon so von den Stat-Punkten her, die man einbüßen würde, wenn man das jetzt hier so tryhard-mäßig spielen wollen würde, wäre das wahrscheinlich nicht wirklich worth zu machen. So. Dadurch ja, versaut man sich vielleicht die Chance in anderen Dungeons, ne, mit den Prozenten her, weil man halt eben ein bisschen ja, Pet-Attribute halt eben auch einbüßt. Ne? Jo, jetzt sind wir hier bei 23,8, fast bei 24 Millionen pro Habitat. Aber jetzt sind wir hier auch schon fast durch. Wir sind im letzten Element angekommen, bei Wasser. Und ja, pushen uns jetzt nochmal durch die letzten Reihen hier, bevor wir dann nicht mehr wirklich weiterkommen. Ne? Wie gesagt, ein paar Level haben wir geschafft. Das ist definitiv nicht verkehrt. Ne? Und jetzt werden wir mal schauen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie lange ich hier noch auf dem Server noch weiterspielen werde. Ich werde erstmal den Gladiator auf 15 ziehen. Und dann werden wir mal noch ein bisschen weiter schauen. Vielleicht werden wir uns neu equippen oder so. Ich denke mal, von ja, dem Equipment her sind wir schon ein bisschen weiter jetzt, dadurch, dass wir halt eben noch das Equipment vom LD anhaben. Seitdem haben wir ja auch schon wieder ein paar Level gemacht, ne? Aber wie gesagt, erstmal Prio Nummer 1 halt eben der Gladiator, Unterwelt und vielleicht neues Equipment, ne? Und dann wird es für mich langsam, aber sicher auch Zeit, hier die Pilzhütte zu verlassen. Was auf jeden Fall eine sehr coole Zeit gewesen ist hier. Grüße gehen raus hier auch an die komplette Pilzhütte. War ziemlich nice und ja, aber ich hatte ja hier auch auf dem Server schon kommuniziert gehabt, dass ich halt eben hier auch nicht langfristig spielen werde. Ja. Nochmal einen kurzen Ausblick auf die Rangliste hier auf EU20, nochmal ganz zum Schluss des Videos. Ihr seht, die Leute sind hier fleißig am Dungeon-Pause machen, ne? Heißt natürlich nicht, dass sie hier jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jetzt hier sich ausruhen oder so. Es werden trotzdem noch weiter schön die Attribute gefarmt und wahrscheinlich auch Festungen, Unterwelt geskippt und so. Also es sind wirklich kranke Accounts, aber das, ja, das ganze ja, Goldgruben geskippe und Mine geskippe und ne, das skaliert halt erst dann nachher mit höherem Level. Ne? Ich meine, die sind ja jetzt erst vor kurzem hier in die Dungeon-Pause, ja, haben die gerade die Dungeon-Pause betreten. Und deswegen stehen sie ja dahingehend noch relativ am Anfang. Wir haben hier auf dem Server momentan gerade ja, ein bisschen was über 100.000 Spieler. Ne? Das ist definitiv nicht verkehrt, würde ich sagen. Also EU20 war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Gucken wir mal kurz in die Gilden rein. Hier sehen wir Imbiss auf der 1 momentan gerade, gefolgt von Freedom, World Guard, Gem Miners, Mos Eisley, Legionäre, Shadow Devils, Evil Returns, Sadistic und ja, Posni Tazzini ne, als die Top 10 Gilden hier auf jeden Fall auf dem Server. Ja, mal gucken, wo sich das noch so weiterhin entwickeln wird. Es wird wahrscheinlich erst hier wieder spannend werden, so denke ich mal auf dem Server, wenn ja, jetzt hier die DP-Phase vorbei ist und die Leute ja, anfangen, ihre Dungeons zu nehmen. Aber das wird wahrscheinlich noch ein Jährchen oder so dauern, bis das hier dann soweit ist. Ansonsten bei bestimmten Events, wie zum Beispiel Hell Invader, World Boss oder so, wird das definitiv auch interessant hier zuzuschauen. Ja, da kann man sich ja untereinander auch nochmal messen, auch wenn jetzt hier gerade der Großteil halt eben ja, sich halt wie gesagt in der Dungeon-Pause befindet. Ne? Und ja, aber das wird, denke ich mal, trotzdem auch definitiv sehr spannend werden. Der World Boss zum Beispiel war ja auch ziemlich spannend auf dem Server hier, das Ganze zu beobachten, wer hier halt eben das Rennen macht und ja, wie sich die Spieler so untereinander messen hier auf jeden Fall. Genau, da kann man das dann auch nochmal ganz gut sehen, denke ich mal. Ne? Ja, ansonsten soll es das soweit von meinem kleinen Mini-Projekt hier auf EU20 auch schon gewesen sein. Ja, wie gesagt, vielleicht weiß es jemand von euch, was so ein Pet bringen könnte.
beziehungsweise so ein Habitat auf Stufe 393. Ich bin mir auch so unsicher, ich glaube, ich habe gehört, also ich meine, es gehört zu haben, dass man das Ganze auch mit SF-Tools irgendwie ausprobieren kann. Das habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht, um zu gucken, ja, was so die Habitate bringen können nachher pro Level. Und dann könnte man da natürlich dann auch gucken. Habe ich aber jetzt bisher noch nicht großartig verfolgt. Ne? Ich hatte das jetzt bisher nur in der Praxis so ein bisschen ausprobiert. Ja, genau, so sieht es aus. Wir haben ein paar Level gemacht, haben unsere Habitate jetzt hier genommen auf Stufe 300, sind auf 304 und genau, war auf jeden Fall mal so ein kleines Projekt nebenbei. Dadurch eigentlich entstanden, weil ich den Server eh nicht langfristig spiele, habe ich mir so gedacht, okay, ja gut, warum soll ich hier Pets spielen, wenn ich hier den Server eh nicht großartig aktiv spielen werde. Deswegen habe ich gesagt, ja, lasse ich die Pets mal aus. Und daraus ist dann dieses Projekt entstanden, halt gleiche wie beim Arena Manager. Habe ich auch rausgelassen so. Ne? Deswegen, ja, ist das mehr so random entstanden, das Ganze. Alles klar. Aber wenn es dir gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.